Ja, herzlich willkommen auf der Erzählmodellbauer. Heute erstes Wassern, gleich nach dem Intro. Ja, heute wollen wir das Ganze mal, was wir letzte Woche hier zusammengebaut haben, mit dem RC-Komponenten und dem Jet hinten, wollen wir mal zu Wasser bringen, gucken, ob der Jet funktioniert und ob wir das ganze Modell dann für, ich sag mal, fahrtauglich einstufen können und damit auch dann den Teilesatz freigeben können. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Wir müssen noch ein paar Vorbereitungen treffen, aber das zeige ich euch jetzt im Detail. Auf geht's! Ja, bevor wir jetzt hier ins Wasser gehen, brauchen wir natürlich auch noch einen Akku. Als Akku verwende ich hier so einen 650 mAh 3S Akku, hier 3 Zellen, und den platziere ich hier genau vor dem Motor. Das ist die beste Gewichtsverteilung. Zu der ganzen Gewichtsverteilung mache ich aber auch noch mal separat ein Video, wo wir dann hier die Komponenten verteilen und dann entsprechend auch das Ganze mal auswiegen, sage ich mal. Damit wir hier hinten keinen Wassereintrag bekommen, werde ich hier hinten die Motorhaube einfach mal einsetzen. Da wir das noch mit dem Moosgummi noch nicht gemacht haben, werde ich jetzt einfach hier rundherum eben ein bisschen Klebeband setzen, sodass wir hinten kein Wasser reinbekommen. Das Gitter haben wir noch nicht festgeklebt, zumindest ich noch nicht. Das werde ich auch für die Testfahrt dann entfernen. Die Aufbauten können wir schon draufsetzen, dann haben wir hier vorne auch keinen Wassereintrag. Ich werde das jetzt abkleben und dann geht es raus ins Wasser. Ja, hier abgeklebt. Ja, ich würde sagen, Akku rein und dann geht's auch schon los. Telemetrie verbunden. Schauen wir noch mal kurz, ob die Ruderausschläge auch passen. Die Düse bewegt sich, wie ihr seht. Und Rückwärtsfahrt funktioniert auch. Ja, für die ersten Tests habe ich wie immer mal hier meine Box aufgestellt, die ich auch schon für die Propellertests benutzt habe. Modell liegt im Wasser. Wasserlinie ist gut getroffen. Hier sind wir ein bisschen drüber weiß, das ist optimal. Und andere Seite auch. Ja, dann wollen wir mal ein bisschen Gas geben. Das sieht gut aus. Jetzt lenken wir mal ein bisschen, das ist ungefähr so Halbgas. Die Lenkung funktioniert auch. Und jetzt mal Schubumkehr. Ja, das funktioniert auch. Wir gehen nochmal in die Unterwasseraufnahme. Ja, das sah ja schon so recht vielversprechend aus. Jetzt gehen wir mal in den großen Teich hier, in meinen Pool, und schauen uns da mal das Fahrbild an. Ja, ihr seid live dabei. Erste Ausfahrt. Ja, jetzt fahren wir mal hier ein Ründchen. Könnte noch ein bisschen mehr Power haben. Ich habe ja noch den anderen Motor da. Oder ich könnte mal mit dem 4S Akku probieren. Die Umkehrung funktioniert sehr gut. Das, was auch am meisten Spaß macht hier. Die Vollbremsung. Aus voller Fahrt. Das ist hier der Wendekreis. Das sollte auch reichen, hier so 1 Meter. Six and a half hours later.
So, ich habe jetzt mal den 2000 kV Motor eingebaut. Ich denke, dass das um einiges besser gehen wird. Das sieht schon viel besser aus. Der geht auch in die Gleitphase rein, ja. Das sieht gut aus. Dafür ist aber hier das Becken jetzt zu klein. Sieht aber gut aus. Umkehrdüse nochmal. Wendekreis. Ja, wenn man ein bisschen in die Kurve fährt, schafft das aus der Gleitphase raus. Aber das würde ich dann nochmal auf dem großen See, wenn es fertig ist, ausprobieren. Top. Ja, ihr habt gesehen hier, wie das Modell im Wasser sich verhält. Wir können die Rückwärtsfahrt über die Umlenkklappe aktivieren. Das hat auch gut funktioniert. Ihr habt gesehen, wie sich das Ganze im Wasser verhält. Jetzt werden wir das Ganze natürlich noch in den Details verfeinern. Die Beleuchtung müssen wir noch machen. Ein bisschen Elektrik wollen wir uns noch anschauen. Und dann ist das Ganze hier auch fertig. Und das würden wir dann beim nächsten Mal angehen, wenn es wieder heißt Ziege One, der RC-Modellbauer. Ciao.